meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder hier in meiner Küche mit mir zusammen seid. Ich wollte heute ein Brot backen, wieder mit Liebe Tomate und ganz wenig Bierhefe, das heißt trockene Hefe. Da es ist schon so ein bisschen später und der Teig mir zu lange braucht zum Gehen. Ich habe 3 verschiedene Mehlsorten hier und ich würde sagen, wir legen los. Ich backe dieses Brot mit 3 verschiedenen Mehlsorten, und zwar einmal Dinkelmehl 630, einmal Weizenmehl Typ 550 und Typ 405. Dazu nehme ich Liebe Tomate, was ich gestern Abend aufgefrischt habe. Normal backe ich immer abends das Brot und lasse es die ganze Nacht gehen. Ich mache es heute und deswegen nehme ich auch noch 3 Gramm oder 2 Gramm, weiß jetzt gar nicht ganz genau, Trockenhefe dazu, damit er mir etwas schneller aufgeht. Ich möchte das Brot heute noch backen und mit Liebe Tomate manchmal im Winter braucht es schon so ziemlich lange, um dass es aufgeht. Hier könnt ihr mal sehen, was für super tolle Luftbläschen es gebildet hat. Also ich zeige euch das mal hier. Ja, das sind jetzt 212 Gramm an Liebe Tomate. Dann gebe ich diese das sind 2 Gramm. 2 Gramm Trockenhefe dazu und gebe 340 Gramm Wasser. Ich habe jetzt hier lauwarmes Wasser. Ein Teelöffel Zucker. Also gestrichenen Teelöffel Zucker. Ich mache mal 2 Minuten auf der 37 Grad, ja, und stelle das dann auf 1 und schlage dann langsam bis zu 4, damit sich das alles auflöst. Und dann machen wir weiter. 380 Gramm Typ 405. 100 Gramm Mehl Typ 550 und Mehltyp 630, davon 100 Gramm. Dann habe ich hier 3 Teelöffel Salz und 1,5 Teelöffel Kräuter, und zwar Basilikumkräuter, getrocknete. Ich gebe einen Schuss Balsamico dazu. Ja, ungefähr 8-9 Gramm Olivenöl. So. Ich schiebe das alles so ein bisschen nach unten. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und das geht jetzt auf der Knettaste für 4 Minuten. Jetzt der Teig ist perfekt, ist nicht zu trocken und klebt nicht so sehr an den Händen. Also da muss man auch mal immer so ein bisschen selber schauen, wie der Teig ist. Wenn der zu flüssig ist, macht man dann noch 1-2 Teelöffel Esslöffel Mehl rein. Ist er zu trocken, macht man dann noch ein bisschen Wasser rein. Da muss man dann immer abwiegen selber, je nachdem, wegen dem Mehl. Es saugt sich immer anders voll. Ja, was ich jetzt sagen wollte, wenn ihr den Thermi jetzt nicht braucht, dann lasst ihr den Teig eine halbe Stunde hier einfach in dem Thermomix drin. Der ist schön warm und dann sehen wir uns nachher noch. Den Mixtopf einmal auf die Arbeitsfläche geben und einfach stehen lassen und warten, bis der Teig soweit rauskommt. Jetzt einmal nur kurz durchkneten. Das ist ein richtig schöner Teig. Braucht nicht mehr großartig. Aber ein bisschen noch zur Mitte hin.
Und so kommt das jetzt an einem warmen Ort, egal wo ihr das hinstellt. Super, klasse. Ganz, ganz toll. Bisschen mit dem Schaber noch. Also es gibt nichts Besseres als liebe Tomate, das sage ich euch. Man kann auch mal 2-3 Gramm Hefe, Bierhefe mit dabei geben, aber normalerweise braucht man das nicht. Seht ihr hier die Bläschen? So, und jetzt nur noch mal so oft falten, dass es richtig Spannung, dass der nach oben geht und nicht so nach unten fällt. Also flach wird, sag ich mal. Einfach nehmen und hochziehen und zur Mitte. Das gleiche auf der anderen Seite wieder und zur Mitte. Und ich mache das jetzt nochmal. Es geht jetzt schon kaum noch mehr. Ja, und roll das einfach ein. So. Gebe dann noch ein bisschen Mehl rundherum. Also ich schleife den jetzt immer so ein bisschen nach innen. So, gebe noch mal ein bisschen Mehl. Ich habe hier heute mal meinen roten Topf. Und dann nehme ich jetzt mal das Brot. Gebe das hier rein. Jetzt ist richtig schön eingeschnitten. Jetzt muss das ja noch mal richtig gehen, da das ja wirklich mit liebe Tomate etwas länger gehen muss als mit der normalen Bierhefe. Und zwar würde ich jetzt sagen, vielleicht noch mal so eine Stunde, 1,5 Stunden. Abdecken und stehen lassen. Also wie ihr sehen könnt, ist es schon richtig gut hochgegangen. Ja, ich mache mal die Folie ab. Also richtig gut hochgegangen. Backofen auf 250 Grad heizen, Ober- und Unterhitze. Und dann kommt das in den Backofen. Müssen wir schauen, eine Stunde oder 45 Minuten. Da sage ich noch Bescheid. So. Ich habe das Brot jetzt gerade rausgeholt. Werde das jetzt aus dem Topf nehmen und das Backpapier wegtun. Es war jetzt ungefähr 20 Minuten drin. Also ihr könnt sehen, es ist super aufgegangen, ja. Wie gesagt, ich hole das jetzt erst einmal raus und mache das Backpapier ab. Aber es ist schon richtig gut braun geworden. So, habe das jetzt aus dem Topf rausgeholt und habe Backpapier unten drunter getan und lasse das jetzt so, damit die Seiten noch so ein bisschen braun werden, weil ich sehe, es ist schon wirklich gut und habe die Temperatur 320 Grad. Ja, das Brot ist noch nicht ganz abgekühlt. Ich wollte euch das noch mal zeigen. Also es ist wirklich super geworden und hört euch an, wie knusprig das geworden ist. Ja, super knusprig. Ich will es jetzt nicht anschneiden. Es muss wirklich noch richtig abkühlen, sonst geht mir die Feuchtigkeit raus. Ja, ich hoffe, dass mein Filmchen euch gefallen hat und backt das Brot auf jeden Fall nach. Wieder mit liebe Tomate, ja, ist einfach immer toll. Und ihr braucht einfach auch nur so einen Topf. Da könnt ihr das auch gut drin machen. Also es muss nicht immer diese teuren Backformen sein, ja. In diesem Sinne möchte ich mich schon wieder verabschieden, wünsche euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss!